Da sind wir. Mal wieder live. Moin ihr Lieben. Moin ihr Landratten muss es ja heißen. Und Seebären natürlich. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Und heute sind wir mal wieder draußen. Ja, wir haben uns gedacht, wir können uns ja nicht immer auf Deck 7 verkriechen. Nein. Das ist zwar schön da, aber ganz ehrlich, wenn man hier draußen am Wasser steht, ist man doch irgendwie noch mal dichter im Geschehen, oder? Ja, das war ja auch nie geplant, beziehungsweise es war ja noch nie die Absicht, dass wir da oben jetzt irgendwie immer in der Hütte hocken. Und außerdem mögen wir das ja auch mal ganz gerne hier draußen. Wir haben hier immer Zuschauer, ich meine, das macht ja auch einfach unseren Kanal aus. Halunderjet Regina ist wieder da. Und die werden wir ja auch nicht sehen, ne? Ja, genau. Nein, also deswegen haben wir gesagt, heute gehen wir mal wieder raus. Es war kalt, aber egal. Och, es geht aber. Vor allem, ich meine, hallo, guckt mal bitte. Was seht ihr? Ihr seht was. Ihr seht richtig, also wir haben richtig Weitblick. Wir können über die Elbe, also quasi nach Norditalien gucken. Ich habe ja gedacht, toll, heute Morgen erstmal die Aktion wieder super früh raus. Wir waren gerade im Bett, da musstest du ja schon wieder aufstehen. Und ich habe ja gedacht, super, heute Morgen ist der Nebel weg und wir kommen im Hafen an, da ist er wieder da. Wäre doch typisch gewesen, oder? Das wäre typisch gewesen, ja. Das wär auf jeden Fall so eine Ludolf-Nummer gewesen. Ja. Und gleich kommt Blitznebel. Ja, irgendwie sowas kommt gleich um die Ecke. Ja, wir verabschieden mal wieder die MSC Preziosa. Täglich grüßt das Murmeltier, nein, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Aber die muss natürlich auch quasi die Aida Nova mit ersetzen. Ja, die macht aber auf jeden Fall richtig bling bling. Ja, Ne? ja. Und ja, aber gestern war irgendwie trotzdem schön, oder? Total. Ich fühle mich auch immer noch, als wenn ich noch Geburtstag habe. Also ich kriege immer noch Nachrichten und also ich kann durchfeiern. Herrlich. Bin völlig abgehoben. Tanja ist seit gestern auch die ganze Zeit am Handy und beantwortet alles. Also wirklich total abgefahren. Und wir haben auch wirklich einen richtig netten Abend gestern noch gehabt. Wir sind ja auch noch rausgefegt worden. Beim Lust auf Italien, Wir genau. hätten auch noch länger gemacht sonst, ne? Ja, aber die wurden dann schon so ein bisschen nervös. Und haben uns dann rausgekehrt. Also das ist kein Laden, aber wo man... total nett. Also wir hätten ja noch weitergehen können, aber dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt Ja. machen wir die Biege. Ja, so, ich drehe jetzt erstmal die Kamera um, damit wir hier nicht so geblendet werden. Dann kann ich erstmal das kleine Licht ausmachen. Licht. Und dann gucken wir mal, was wir so vor der Kamera entdecken. Ja, also, was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall da die MSC Preziosa, ja, und die hat auch schon wieder den Schornstein an. Das kennen wir ja schon, dass da immer ordentlich was rauskommt oben. Und soll um 20 Uhr rausgehen. Schauen wir mal, ob das alles funktioniert, ob das pünktlich ist. Aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Bin ich leise vom Ton her? Du bist im Zweifelsfall, also ich habe dich schon lauter gemacht. Okay. Warte mal. Nee, wir müssen die Mikros tauschen. Du hast das leise und ich das laute. Ah, Ja. daher So. weht der Wind. Daher weht das Wind, der Wind, genau. Danke, Andi. Ja. Herrje. So. Wahrscheinlich ist Tanja jetzt gleich zu laut. Gucken Zu wir laut mal. kann man nie sein. Ja, ja. Habe ich irgendwie hier meinen Handschuh Aber verloren? was wäre ein Stream ohne ein technisches Problem am Anfang? Hattest du eins? Ja, das ist doch ein technisches Problem, oder? Naja, Mikros? findest du? Naja, Ja. so schlimm ist es nun auch nicht. Vielleicht müssen wir demnächst immer erst so ein sag ich mal, 5 Minuten Technik-Warm-up machen mit 1, 2, 1, 2, Bildcheck, Toncheck. Vielleicht sollten wir das als Ritual einführen. Und dann geht's trotzdem daneben. Und dann hast du, ne? Ja, aber vielleicht können wir das mal machen. Es gibt so viele Dinge, die du verwechseln oder vergessen kannst. Und trotz Checkliste geht es dann doch immer irgendwie in die Hose. Aber wir könnten das so machen wie im Cockpit. Weißt du, ich habe so eine große Liste mit 1000 Zetteln und dann blätter ich immer und hake das alles ab. Ich Ja. lese vor und du kontrollierst. Ja, aber darf ich dich daran erinnern, dass du heute 5 Minuten vor Streamstart hier angekommen bist? Wie soll das mit der Checkliste dann funktionieren? Naja, aber ich musste heute noch mit Regina in die Seemannsmission und das war total süß. Ja. Wir sind nämlich eingeladen worden, weil der in der Seemannsmission gearbeitet hat, heute Geburtstag hatte. Und da haben wir noch auf meinen Geburtstag angestoßen, auf seinen Geburtstag. Und dann ist es ein bisschen
Dann ist es ein bisschen später geworden. Ja. Moment mal. Nur ist Paddy leise. Ja. Genau. Moment, ich muss mal... Also, ich muss Tanja ein bisschen runterregeln von der Lautstärke. Und dann müsst ihr die Gesamtlautstärke ein bisschen hochdrehen. So. Gucken wir mal, wie das jetzt ist. Ja, kriegen wir schon irgendwie geregelt, bis die Preziosa ausläuft. Das Mikro war noch auf lauter, weil du letztes Mal leiser gesprochen hast. Es ist ein absolutes Tonchaos. Ton- und Audiochaos. Also, naja, aber wir machen das. Demnächst machen wir Audio-Check zum Streambeginn. Also Das können wir ja machen. Hier rattert es auch schon wieder im Chat. Guck mal, der böse Löwe ist im 2. Monat auf Twitch dabei mit einem Sub und schreibt Hallo und einen schönen Sonntagabend. Dann Sven Amts hat 5 € dagelassen per Superchat. Bier Dankeschön. und Popcorn sind fertig, kann losgehen. Remo sagt, Ton ist gut. Also jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Und dann der Biebricher 1969 lässt ein Prime-Sub da auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Und schreibt Moin Futureman nach Hamburg. Futureman, okay. Wo ist denn der Futureman? Ich verstehe. Also, den Futureman. Also, den würde ich gerne mal sehen. Vielleicht, also ich finde, vielleicht wäre da was für Anja Hansen. Ich finde auf jeden Fall Captain Future finde ich natürlich super. Aber Futureman, aber gut, vielleicht bin ich ja Futureman. Oder vielleicht meint er auch was ganz anderes. Man weiß es nicht genau. Und Julchen05 schreibt, heute ist der 18. Geburtstag meiner Tochter Maja. Wäre ein Happy Birthday drin, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gesungen oder gespielt? Nein, ja, gespielt. Lieber gespielt. Gesungen lieber haben wir gespielt. gestern genug. Okay, alles klar. Dann für alle, die heute Geburtstag haben, Happy Birthday. So, hier haben wir auch mal eine Fähre und ja, von der MSC Preziosa, da liegt auch noch die Marburg und irgendjemand hat gerade geschrieben, dass die Marburg sich gleich in Bewegung setzt. Vielleicht will die noch vorher raus, damit die MSC Preziosa da hinten nicht so viel rangieren muss. Dann haben wir auch noch von Andi, dem Sattelschlepper, 2 Schweizer Franken per Dankeschön. Superchat. Tanja kommt sehr leise an. Ja, ich hoffe, das Problem haben wir jetzt gelöst. Ton müsste jetzt passen. Kann sein, dass ihr insgesamt jetzt ein bisschen aufdrehen müsst. Und Schwarzbart-Jürgen ist da, verschenkt 5 Subs auf Twitch. Herzlichen Dank, lieber Dankeschön. Jürgen. Die Strickliesel verschenkt auch einen Sub auf Twitch. Liebe Dankeschön. Rea, ganz lieben Dank. Ja, und wer ist natürlich auch dabei? Mike mit 2,49 und Hansi möchte die gesamte Hamburg Hafen Live Community grüßen. Dankeschön. Da haben wir den Serval, der im 5. Monat mit einem Prime-Sub dabei ist. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Und dann kommen hier nochmal 10 € per PayPal rein von Anonym Berlin. Was für ein Verwöhnwochenende. So viele Streams, ob mit oder ohne Nebel, egal. Danke für so viel Übertragungszeit. Ja, das sagen wir mal sehr gerne, oder? Das ist doch wirklich gerne geschehen. Schwarzbart Jürgen haut nochmal 200 Bits raus. Jürgen, Dankeschön. Die 3 Jubelnden auf der Jubiläe hätte er gerne. Ja, die können wir mal wieder raushauen, würde ich sagen. DK90 Berlin verlängert auch das Sub auf Twitch. Dankeschön. Dankeschön. 6. Monat. Kai-Uwe im 2. Monat mit dem Prime-Sub dabei. Dankeschön dafür. Und abgefahren 5. Monat mit einem Sub auf Twitch. Ganz lieben Dank an alle Twitchies. Der Markus ist im 15. Monat auf der Speicherstadt.
Herzlichen Dank. Und er schreibt, die Marburg, der vor der MSC liegt, bewegt sich. Ah ja, das hatte ich eben schon aufgeschnappt. Ich hänge etwas hinterher. Markus, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Info. Andi, der Sattelschlepper, nochmal mit 2 Schweizer Franken und schreit, jetzt seid ihr beide zu leise. Andi, dreh mal bitte den Gesamtton bei dir etwas hoch. Dann, ich muss mir das mal gerade hier auf dem Pegel angucken, aber eigentlich sieht der Pegel ganz gut aus. Der ist nämlich im gelben Bereich und ich möchte nicht, dass das übersteuert. Das ist eigentlich eigentlich haben wir das so ganz gut ausgepegelt, dass das halt, wenn wirklich ein lautes Horn kommt oder so, nicht übersteuert. Also eventuell einfach mal ein kleines bisschen lauter drehen und ansonsten müssen wir mal gucken, was Remo sagt. Der hat nämlich immer die Referenzlautstärke. Also Remo sagt, die Hörner sind ein bisschen laut jetzt. Jetzt sind die Hörner ein bisschen laut, ja. Es ist jedes Mal anders. Ich fummel nichts am Ton und jedes Mal ist es irgendwie anders. Die Mikros haben alle ein Eigenleben. Und Dominik, der Schiffsfahrer, sagt, ihm wäre es draußen zu kalt. Ja, du sitzt ja auch immer schön da oben in deiner warmen, muckeligen Bude, ne? Ach, warte mal gerade, ich sehe was. Ich drehe jetzt mal noch ein bisschen. Ich habe noch mal ein bisschen was auf dem Gesamtton gesehen. Ich habe gerade bei mir noch einen Fehler im System gefunden. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Also das Problem ist einfach auch immer, wenn du wechselst und woanders was aufbaust und jedes Mal am Mikro rumfummeln musst. Ich muss mir mal die Einstellungen dort aufschreiben. Wobei ich habe die irgendwo aufgeschrieben. Und der mürrische Mob empfiehlt uns Profi-Mikrofone. Ja, danke für den Tipp. Ja, die können wir uns leider nicht leisten. Das ist, ist leider nicht drin. Das ist einfach, überhaupt irgendein Mikrofon, was wir so kriegen konnten und hoffe, es geht irgendwie. Nein, im Endeffekt ist das alles Einstellungssache. Aber jetzt schreiben auch alle, Ton ist super, perfekt und so weiter. Okay, ganz lieben Dank. Und dem Dirk kann ein Horn auch nicht zu laut sein. Also wenn du auch mal fragst, wie ist der Ton, wie sind die Hörner, der eine macht laut, der andere macht leise, der andere hört den Ton gut, der andere hört den Ton schlecht. Da kannst du dich auch tot diskutieren und jedes Mal ist es anders. Naja, so eine gewisse Balance muss schon da sein. Das ist nicht von der Hand zu weisen und der Ton, der muss schon stimmen. Aber es macht einen halt immer ein bisschen wahnsinnig, weil... Der Ton macht ja auch die Musik, oder? Der Ton macht die Musik, genau. Wenn wir jetzt Schwester Hansen haben, hätten wir noch ein Lied trällern können. Aber dafür haben wir ja Remo, der uns dann Feedback geben kann. Da haben wir dann eine Referenz und wissen dann, wenn er sagt, passt nicht, dann passt es nicht. So, dann haben wir hier nochmal den Quattro Tommy. Der ist im 6. Monat auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Tommy, Dankeschön. Marburg geht raus, fährt uns hier wunderbar einmal ins Bild. Gucken wir uns natürlich nebenbei auch nochmal an. Dann der Sven spendiert 2 Kiezmischen. 10 €. Sven, Dankeschön. ganz lieben Dank dafür. Und Petra ist auch wieder dabei, auch per PayPal mit 5 €. Vielen, Petra, vielen Dank. Dankeschön. Oh, guck mal hier. Schöner Drift, oder? Ein schöner Drift. Herrlich, wie die Marburg hier rauszirkelt. Und jetzt noch ein Hörnchen, das wär's doch. Das wär's, ja. Ja, die holt uns ab zur Hafenrundfahrt. Das wäre was, eine Hafenrundfahrt mit so einem Fieder, oder? Super. Das ich wäre bin in dabei. der Tat. Aber da haben wir so viel Platz, da können wir noch ein paar Zuschauer mitnehmen. Oh ja, Hafenrundfahrt mit dem Fieder. Alle rein da. Und da können wir alle Zuschauer mitnehmen. Das wäre doch was. Ja, das wäre was, in der Tat. Frank Borchardt verschenkt eine Mitgliedschaft. Frank, danke schön. Dankeschön. So. Und Knut vom Oberharz ist auch wieder dabei mit 5 € per PayPal. Möge Freude und Frieden so groß sein, wie der Hamburger Hafen an Tropfen fassen kann. Der Knut, immer sehr poetisch. Sehr poetisch. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und dann haben wir noch Coco Toto mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Danke, Toto. Von dem Frank habe ich übrigens den leckeren Kuchen bekommen. Das haben wir auch aufgeklärt, ja. Der ist wirklich lecker, der Oh, Kuchen. total. Also der sieht sehr süß aus, dadurch, dass der so dieses rot gefärbte Marzipan hat. Der ist total lecker. Ich dachte erst, hast du ja manchmal, ne, dass so diese Geburtstagstorten mit Marzipan, dass die so extrem süß sind.
Aber das Ding war richtig lecker. Richtig lecker. Ja. Und sah dazu natürlich auch extrem gut Absolut. aus. DJ Dietze im 10. Monat dabei. Schickt auch nochmal nachträglich ein paar Geburtstagsgrüße. Dankeschön. Und 2,49 von Andreas Preuß für Paddy, den Ton-Azubi. Vielen, vielen Dank. Ja, das Problem ist, in der Ausbildung stecke ich seit 15 Jahren drin. Und bist auch nicht schlauer bis heute, oder? ja, das ist halt das Problem. Demnächst machen wir Soundcheck. Immer die ersten 5 Minuten vom Stream machen wir demnächst Soundcheck. Finde ich eine gute Idee. Der flache Mars lässt nochmal 5 € Superchat da. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und wünscht eine schöne Ausfahrt. Sagt Ton jetzt auch in Ordnung. Dankeschön. Tony Roberts from Washougal, Washington. A morning walk with you and now beautiful night views. Tony, thank you very much also Thank you. for your generous other donation we received for the morning walk. Also diesen Städtenamen, wo der Anthony wohnt, kannst auch nur du aussprechen, ne? Tony, I need some feedback. How is Washougal? How do I pronounce Washougal? Is it close or is it a catastrophe? Caro, 5,99 mit lieben Grüßen aus dem Urlaub. Natürlich auch von dem Ares. Dankeschön. Dankeschön Liebe Grüße. und liebe Grüße an euch beide zurück. Die Bande aus Wasserburg ist natürlich da mit 2 € Superchat. Danny und Anja, herzlichen Dank. Und Andi der Sattelschlepper mit nochmal 5 Schweizer Franken. Grüße an alle, die im Hintergrund schauen und hoffentlich die tollen Bilder genießen. Dankeschön. Aber ich habe echt kalte Hände, sonst ist mir warm. Aber meine Hände sind richtig kalt. Du musst mal darauf achten, ob der Toni was schreibt. Ja, warte mal. Mach ich. Ach, warte mal, nee, ich wollte ja nochmal hier drauf bleiben. Jo, so. Dann haben wir die Dana im 9. Monat. Dana, Dankeschön. Und sie schickt Vielen, liebe vielen Grüße. Dank. Melanie schickt 5,99. Jürgen M. aus Alte und ich feiern heute unseren 23. Hochzeitstag. sagt sie. Wow. Wow. Glückwunsch. 23, das ist ja so ungefähr unsere Liga, oder? Noch nicht Ist ganz. so, nee. Also wir sind noch nicht ganz da, aber wir haben auch schon eine 2 vorne, oder? Wenn du mal rechnen kannst, was du ja nicht ganz gut kannst, dann müsstest du das wissen. Aber um das auszurechnen, Müsstest du mal müsste wissen, man wann du wissen, geheiratet wann wir geheiratet haben. Und man müsste wissen, welcher Tag heute ist. Guck mal in deinen Ring, da steht's wieder. Ah nee, da steht da gar nicht drin in deinem Ring. Ja. Egal. Du wirst es irgendwie rausfinden. Ja. Aber rechtzeitig, damit du noch was Schönes für mich besorgen kannst, bitte. Guck mal hier, Anthony. Wo ist er? Paddy, you pronounce Washougal very well. Thanks, Tony. Thanks, Tony. Manuela verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Manuela, ganz lieben Dank dafür. Dankeschön. Und dann haben wir nochmal, wow, 40 € per PayPal. Dankeschön. Da steht jetzt anonym bei, aber es steht viele Grüße aus Fuhlsbüttel. Oh, dann weiß ich von Dann wem. ist das doch gar nicht mehr so anonym. Ganz, ganz lieben Dank Dankeschön. für die Unterstützung. Festmacher wurden auch schon gesichtet. Dann ist hier nochmal die Frage, wann es losgeht. Ja, 20 Uhr soll sie rausgehen. Also ich gehe auch mal davon aus, dass das passt. Festmacher wurden schon gesichtet. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Man ist ja schon ein bisschen verwöhnt von Deck 7 jetzt gewesen, ne? Ja, und dann haben wir noch mal 2 Schweizer Franken Superchat vom Andi. Und er sagt, jetzt fehlt ein Hochzeitshorn. Wie geht denn ein Hochzeitshorn dann? Oh, da müssen wir Dieser noch mal. Hochzeitsmarsch ist das, Ja. ne? Gibt's bestimmt. Oh. Es gibt bestimmt ein Hochzeitshorn, oder?
Garantiert. Garantiert. So. Ich habe mir erstmal ein paar Handwärmer organisiert und ein paar Heizsohlen. Ach, Ballonpilot Arthur ist auch da. Arthur, Hast du uns den Nebel moin. heute Morgen weggepustet? Schade, nicht das Loveboat. Schade, schade. So, was sagt denn der? Aber man sollte die Pegel Heizsohlen eigentlich? auch richtig rum reinlegen, ne? Ja, das ist eine gute Das Idee. macht Sinn, oder? Ablaufendes Wasser, Ebbe 3,77 Meter haben wir aktuell. Bilbis lässt den zweiten Monat einen Prime-Sub da. Dankeschön. Guck mal, da kommt schon wieder ordentlich Qualm oben raus. Summer Sun sagt, Portugal at the Columbia River in Washington looks very green on Google Earth. Yes, and Tony also sent me some pictures. He's also doing some ship spotting at the Columbia River. And they have some very interesting ships there. So maybe sometimes a trip to Portugal, Columbia River. Maybe, maybe. Ich hatte ja auch letztens mal überlegt, ob ich vielleicht mal einen ganzen Stream auf Englisch mache, aber das habe ich auch wieder verworfen. Erstmal würde ich das nicht durchhalten. Das würde mich, glaube ich... Aber es wird für Lacher sorgen, glaube ich. Ja, Ne? aber... Ja, die Zuschauer, ja, ich kann das auch verstehen. Aber so Also, ab und zu mal ein paar Sätze in Englisch ist hoffentlich okay. Dann, ja, ich freue mich ja auch, wenn ich zumindest mal so ein bisschen Englisch sprechen kann. Das ist nämlich... Also man muss das wirklich regelmäßig sprechen, sonst vergisst man es einfach. aber ich sag mal ne? so, deine ganzen Seefahrerkumpels, die können doch alle Englisch, so Conny und so. Du kannst ja immer in Englisch mit denen telefonieren. Das ist doch vielleicht auch mal ganz nett. Hey Conny, what's up? Sven lässt nochmal 20 € da. Sven, vielen, vielen Dank. Er sagt, Dankeschön. anonym war keine Absicht, liegt am Alter. Sorry und euch noch einen schönen Abend und liebe Grüße aus Dankeschön. Sulzbüttel. Ach Sven, Mensch, ganz, ganz lieben Dank. Guck mal, Dennis ist auch da. Moin, Dennis. Ja, und er sagt, oh, ihr habt ja gute Sicht. Ja, Wie sieht's denn bei dir aus? genau, Dennis, gib doch mal durch. Was sagt die Elbcam? Hat die Elbcam auch wieder Sicht? Weil da war, glaube ich, auch nur Nebel, oder? Ja, und vorhin habe ich noch einen Link bekommen, auch eine etwas traurige Sache. Ich glaube, auf der AIDA Nova gab es gestern einen medizinischen Notfall. Die mussten irgendwo so bei Ottendorf, mussten die aufstoppen, kam Seenotrettungskreuzer mit Notarzt an Bord. Da war, glaube ich, ein älterer Herr. Was genau war, weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße, gute Besserung. Und ja, wir drücken die Daumen, dass das alles gut geht. Auch wenn es natürlich sehr, sehr schade ist, dass die Total. Kreuzfahrt wahrscheinlich im Eimer ist. Sowas ist echt immer... Aber ein Glück, dass es noch da Schade. passiert ist. Ne? Ich meine, da so eine Seenotrettung zu machen, denke ich mal, ist ja einfacher, ne, als wenn die schon weiter weg gewesen wären. Es ist ja vielleicht noch ein bisschen Glück im Unglück. Also Dennis, du siehst hier, wir bereiten hier schon alles für dich vor, ne? Genau, wir schicken nachher alle wieder... Wir locken die Preziosa hier raus, damit sie Ja. schnell zu dir weiterfährt. Wir schicken nachher alle wieder zur Elbcam rüber. Funmaker, ganz lieben Dank. Herzlich willkommen an Bord mit einem neuen Prime Sub. Dankeschön. Danke. Und der Porsche-Fan mit 5,99. Danke für die besten Hafenstreamer ever. Herzlichen Dankeschön. Dank dafür.
Ja, und dann haben wir Micha Modelleisenbahn im 5. Monat dabei. Ach, so eine Modelleisenbahn hat auch irgendwie was. Oh, finde ich auch. Ich finde das ja so interessant. Modelleisenbahn ist so oldschool, aber irgendwie auch total schön. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Eine Modelleisenbahn macht nur Spaß, solange man was dran zu basteln hat. Wenn sie fertig ist, verliert sie irgendwie ihren Reiz. Beate ist im 8. Monat dabei auf der Reeperbahn. Beate, Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sehen da hinten schon ordentlich das Blinken an den Festmacherautos. Und ja, ich denke auch mal, dass es relativ pünktlich losgeht. Also in den letzten Wochen hat sich MSC da eigentlich nie lumpen lassen bei dem Thema. Hattest du eigentlich nochmal nachgefragt beim Lotsen, wann die rausgeht? Nö, vergessen. Nein. Ist auch nicht kalt draußen. Ja. Hätte man ja durchaus mal machen können. Ich finde es auch überhaupt nicht kalt. Du stehst ja hier in deiner Arktis-Ausrüstung und ich habe halt kalte Finger. Aber ich habe ja so einen Handwärmer. So, mal gucken, ob das hilft. Beate verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Beate, Dankeschön. Dankeschön. Ja, Micha schreibt auch, eine Modelleisenbahn wird einfach nicht fertig. Ja, das ist so. Modelleisenbahnen dürfen nicht fertig werden. Ach, guck mal, von rechts kommt aber was. Vielleicht darf ich ja alle Freunde des Frachtverkehrs noch mal mitnehmen auf die Steuerbordseite unserer Kamera. Und da kommt noch ein bisschen Hafenromantik angeschippert. Den Namen kann ich jetzt nicht lesen, aber ich bin mir sicher, dass ihr das im Chat gleich nachreicht. Ach, so ein schöner Fieder. Leute, was gibt es Schöneres als einen Fieder abends im Lichtermeer des Hafens? Ich kann mir auch nichts Romantischeres vorstellen. Sag mal, hat irgendjemand von euch mal mit so KI-Musik rumgespielt? Man kann doch mit KI, glaube ich, irgendwie Musik erstellen lassen. Kann man nicht darüber irgendwie ein Fiederlied machen lassen? Also eine KI, die ein Lied über einen Fieder. Frag doch mal unser Sebastian, der hat doch heute schon die, wie ist das noch, der Adler, der Nein, Hamburger die Möwe, Adler. Die Möwe ist der Adler Hamburg, des so Hafens oder sowas. Oder der Ähnliches. Hamburger Adler. Ben hatte da was heute Morgen gesagt. Beate ist das. Beate ist das. Guck mal, der Sven. Also Sven, wirklich. Mensch, schon wieder 20 €. Sven, ganz, ganz lieben Dank. Er sagt, muss leider gleich weg. Euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Dankeschön. Boah, Sven, Mensch, so eine fette Unterstützung. Wirklich herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Aber man liest immer wieder, dass viele Leute, auch die jetzt hier zugucken, nach Hamburg kommen, ne? Ja, Der Michael kommt auch morgen nach Hamburg. Also ich habe auch gestern oder immer gelesen, dass irgendwie jemand in Hamburg Urlaub macht. Das ist doch super. Ich bin auch gerade dabei, immer mal so ein paar Hamburg-Tipps, habe ich mir mal so überlegt, auch mal rauszuhauen. Ich bin da jetzt mal so ein bisschen am Gucken. guck mal, ich lese nur gerade Andi, er schreibt Adler schon in Arbeit. Oh, Und hier, der Dirk schlägt vor, eine Abwandlung des Fliegerlieds. Fieder, grüß mir den Hafen. Ich bin leider gesangstechnisch überhaupt nicht begabt, aber ich glaube, ja, ihr wisst ungefähr, aber worum Schwester es Hansen geht. kann ja so super singen. Gib ihr ein Mikrofon und sie denkt echt, sie ist bei DSDS. Vielleicht kann Schwester Hansen das mal eben als Sprachnachricht schicken. Könnte sie. Aber die hat so viel mit dem Chat zu tun heute. Die Stimmt. ist ausgelastet. Das stimmt, ja. Guck mal, der Honigtyp sagt, er ist wegen unserer Videos nach Hamburg gezogen. What? Das ist allerdings schon Das ist krass. ja unglaublich. Aber es ist auch schön hier, ne? Guck mal, Regina kommt auch immer regelmäßig vorbei. Nicht nur um den Halunderjet zu sehen, sondern auch um sich hier so ein bisschen die Elbluft um die Nase wehen zu lassen. Ach, guck mal, Arthur ist auch in Hamburg. 21. bis 26. Mai. Super. Ja, Arthur, Lasst es Mensch. uns wissen. Schreibt mal nochmal, wenn ihr kommt. Vielleicht kriegt man es ja mal hin.
Ach, guck mal, der Micha war schon letztes Mal bei uns und hat uns nämlich Bier mitgebracht. Ja, cool. Ja, das ist leider immer so ein bisschen dann auch der Nachteil, dadurch, dass wir halt doch jetzt relativ viele Zuschauer haben. Also an das Bier kann ich mich erinnern, aber man kann sich immer nicht Hast an du alle das nicht noch Namen... mit Ben getrunken? Ich glaube, ich bin der Meinung, das hast du noch mit Ben getrunken. Ja, das kann sein. Aber Guck mal, jeden Mario ist einzelnen- auch im Überlegen, nach Hamburg zu ziehen. Kommt alle her. Hamburg ist schön. Frag mal Paddy. Kommt alle her, Der wollte auch gerne her. versucht eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Das ist die erste Challenge, wenn man in eine Stadt wie Hamburg zieht. Kreuzfahrtlover ist jetzt Fischmarktmitglied. Moin. Ich glaube, ja, der Kreuzfahrtlover fährt auch auf dem Loveboot. Meinst du nicht? Meinst du? Ja. Und dann haben wir den Mike, auch jetzt ein neues Fischmarktmitglied. Dankeschön. Ja, da hinten sehen wir auch die Leinen, die fallen an der MSC Preziosa. Aber ich hoffe, ihr seid mit mir auf einer Linie, wenn wir sagen, wir bleiben noch einen Moment auf der Beate, bis das richtig losgeht bei der Preziosa. Guck mal an, Katrin sagt, sie kommen auch höchstwahrscheinlich vom 9. bis 11. zum Hafengeburtstag. Ja, das ist klasse. Da machen wir ja auch auf jeden Fall was. Ist alles in Arbeit. Ich denke mal, wir hauen das bald raus, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche dann auch irgendwann auflösen können, was mit meiner Kreuzfahrt ist. Genau. Hier. Wir wohnen dann alle zusammen im Hochhaus zusammen, Hamburg Hafen Live Hochhaus, sind alle rein da. Hier gibt's Hier das Gorch-Fock-Haus. Ja, genau. Ach, Ja. das wäre doch was. In der Tat, das wäre was. Das wäre in der Tat was. Ja, ja. Guck mal, Sebastian Kolze schreibt auch, er könnte sich nach Norderstedt versetzen lassen. Ja, Also ich verstehe jetzt. Hallo? Norderstedt, also ich weiß gar nicht, Norderstedt ist halt so Speckgürtel, Hamburg zählt das, glaube ich, so ein Naja, bisschen. Norderstedt fängt ja schon fast hinter Ikea an. Das ist ja nicht mehr weit. Da bist du so links noch und dann ist ja schon gleich Norderstedt. Also es ist nicht weit von uns entfernt. Kommt immer drauf an, aus welcher Richtung in Hamburg du guckst. Von Naja, unserer von Richtung? unserer Richtung ist das also nicht es ist ja, weit. Norderstedt ist ja so Naja, Richtung das ist ja, Flughafen. wenn Sebastian hier ist, müssen wir ihn ja auch unter unsere Fittiche nehmen. Und dann ist es gut, wenn er nicht so weit weg wohnt. Malte ist da, der Kanalsteuerer. Und er sagt auch, Beate fährt Frau Kapitän. Ja, ganz liebe Grüße an Frau Kapitän. Moin, Früher Malte. war ihr Schiff die Polaris. Ja, Andreas sagt auch, wir halten es doch vor lauter Spannung nicht mehr aus, bis Paddy uns endlich mehr über seine Kreuzfahrt erzählt. Ja, das wollen wir natürlich dann mit Fabian zusammen machen. Ja, der hat das eingestielt, es war ein bisschen seine Idee auch. Er hat das Ganze jetzt rausgesucht und er kommt natürlich auch mit. Er kommt natürlich auch mit. Und wer Lust hat, kann sich auch noch eine Kabine buchen, oder? Meinst du, wir machen den Dampfer dann voll? Machen wir eine Hamburg-Hafen-Live-Kreuzfahrt draus? Ja, du, und ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon immer so komische Vorahnungen. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass irgendjemand von euch da tatsächlich schon gebucht hat. Auf dieser Also Kreuzfahrt. ich bin mir ziemlich sicher, auch wirklich sicher. ja, dass irgendjemand da schon drauf ist. Weil Und das wäre so cool. wir lesen das ja immer wieder im Chat, gerade bei den AIDA-Streams, dass jemand sagt, dann und dann bin ich auf der und der Kreuzfahrt. Ja, also gerade bei AIDA ist das ja sehr, sehr viel. Und, oh, habe ich jetzt was verraten? Naja, aber es sind ja viele Kreuzfahrer, die immer so richtig lange auch im Voraus buchen. Und ich denke mal auch, das ist egal, welches Schiff du nimmst. Du hast ja dann deinen Urlaub und die Kreuzfahrten, glaube ich, kann man ja auch sehr lange im Voraus buchen. Und dann bist du ja auch safe. Ich meine, wir werden ja so eine Woche vorher buchen und dann ab dafür, ne? Aber Ja. wenn du noch viel organisieren musst drumherum, dann ist es schon gut, wenn du das Ja, auch ja. ein paar Monate vorher weißt. Ja, ja. Nein, AIDA war jetzt nur so exemplarisch. Also
So als Beispiel, weil halt immer viele AIDA sagen. Malte sagt, bei ihm gibt es nur Tageskreuzfahrten auf dem NOK. Ja, da kommen wir auch mit. Sag Ja. das mal nicht zu laut. Ja, aber mit Malte bin ich ja schon so ein bisschen, wir sind ja schon so ein bisschen, wir probieren das ja immer wieder und stellen dann aber immer fest, was in der Theorie eigentlich einfach ist in der praktischen Umsetzung dann doch ein bisschen komplizierter. Also einfach mal so eine Mitfahrt auf dem Nordostseekanal ist dann doch nicht so mal gerade eben organisiert. Guck mal, der Sachsen-Uwe sagt auch, sind vom 31.05. bis 5.06. im Hotel am Rüschpark zum zweiten Teil der Hochzeitsreise. Auch schön. Ja, klasse. Ja. Aber es ist lustig, wie ihr alle am Rätseln seid, was ich mache. Der eine sagt, Paddy geht maximal auf ein Schiff mit 2000 Passagieren. Der andere sagt, Paddy will nach Norwegen, dazu passt Phoenix-Reisen. Also oh, jetzt haut Malte raus, wir machen das zur Rapsblüte. Ja, Das- Rapsblüte, wenn du dann auf so einem Vieh da oben bist und da durch den Kanal fährst, das kann ich mir auch schon echt ziemlich cool vorstellen. Ich finde es lustig, auf was für Ideen ihr kommt. Robert Kröber meint die Atania zusammen mit Morten Hansen. Oh, das wär's. Ich möchte ja gerne mal mit Anja bei Morten Hansen mitfahren. Also wenn du das jetzt hörst, wir würden gerne mal bei dir mitkommen. Morten. Also Morten Hansen guckt hier nicht, aber seine Familie hat zumindest wenn wir jetzt irgendwie Atania machen. Da haben wir tatsächlich mal eine liebe E-Mail letztens bekommen, als die zur Weltreise aufgebrochen sind. Ja, jetzt schauen wir mal, was da denn mal so langsam losgeht mit der MSC Preziosa. Hayes Bundy lässt einen Prime-Sub da, Dankeschön. Und der Sachsen-Uwe schickt eine kleine Unterstützung für die Kreuzfahrt, 5,99, Dankeschön. Wird gleich aus Bordguthaben gebucht. Oh, Wie geht denn das? Muss man bei Kreuzfahrten immer irgendwie so mit so einem Guthaben? Kann ich dann nicht einfach irgendwo hingehen, meine Karte oder mein Apple Pay und da mein Handy dran halten? also und sagen, so, ich jetzt glaube, das bezahle ist wie im Hotel. Da hast du auf jeden Fall alles auf der Karte. Du könntest ja jetzt Brigitte fragen, aber da Brigitte ja jetzt heute tatsächlich auf dem Schiff angekommen ist, gestern irgendwie in Hamburg losgefahren, nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Gran Canaria, von Gran Canaria aufs Schiff. Die würde das beantworten können. Und wenn ihr möchtet, also ich glaube, Brigitte macht auch immer sehr viel vom Schiff. Könnt ihr mal bei ihr Insta gucken. Kann ja mal gucken, ob ich euch Haben wir den... den- Ja, ich habe das Für hier. Brigitte haben wir gar keinen. Doch, ich habe hier, warte mal. Hast du ihren Insta? Ja, können wir ja mal raushauen. Das Robert könnte ich mal Kröber sagt auch, machen. er schreibt auch, wenn er mal in Hamburg ist. Ja, am besten mir auch über Insta. Dann habe ich das alles unter Kontrolle. Achso, man hat eine Karte und dann wird das alles auf die Karte gebucht und quasi am Ende, wenn man auscheckt, dann muss man da wahrscheinlich das bezahlen. Damit man bloß keinen Überblick hat, was man alles schon verballert hat. Ja, besser ist das auch. Oder möchtest du Ja. das schon auf der Fahrt wissen, was du Nee. nachher bezahlen musst? Ich nicht. Achso, und das Bordguthaben, das wird dann quasi auf die Karte gebucht. Das heißt 100 Euro Bordguthaben, dann kann ich 100 Euro, da kann ich dann erstmal 4 Cocktails trinken. die sind dann weg. Und dann geht es erst ans Eingemachte. Du wirst das ja alles live berichten können. Ja. Ja, es geht los mit der MSC Preziosa. Wir haben sie hier im Bild, aber so richtig Schwung ist noch nicht in der Geschichte. Das Wichtigste ist natürlich, dass ich eine Kabine habe,
Mit gutem Blick zum Streamen. Also eine Innenkabine. Ja, super. Eine Innenkabine mit einem Fernseher, wo ich Hamburg Hafen Livestreams abfilme. Jetzt hast du deinen eigenen Instagram-Account Ja, habe ich gepostet. auch nochmal Okay. gepostet, weil hier eben gesagt, sie sollen mich denn anschreiben. Okay. Aber Brigittes habe ich, Ja. hab ich auch gepostet. Walburga, 5 Euro Superchat. Wie toll, heute kann man Schiffe sehen. Nachträglich noch alles Liebe an Tanja. Dankeschön. Ja, Captain Chaos sagt, im Zweifel muss ich als Bordfotograf ein paar Euros dazu verdienen. Oh, da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich bekomme, ja, lustigerweise schlägt mir der Algorithmus, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, ob das Facebook war oder LinkedIn, da kriege ich immer diese Stellenanzeigen. Das ist ja, da gibt es so Agenturen und diese Agenturen, die vermitteln dann halt Film- und Fotopersonal auf die Kreuzfahrtschiffe. Also da bist du, glaube ich weiß nicht, wie das bei den ganzen Reedereien ist, aber bei einigen bist du quasi bei so einem externen Unternehmen angestellt und ja, hast dann da so einen Fotostand, musst dann halt Fotos machen von den ganzen Gästen, wie sie an Bord kommen und auf den Ausflügen und so weiter. Und dann, ja, ich glaube sogar, dass ein Teil des Einkommens provisionsabhängig ist. Da musst du dann, glaube ich, so Fotopakete verkaufen. Oh, das ist ja genau dein Ding. Das ist genau mein Ding. Super. Genau mein Ding. Ja. Mike lässt auch nochmal 2,49 da und schreibt, Geburtstage sind in Hamburg geplant. Stefan schreibt, wir blinken mit der Taschenlampe, such uns mal. Ja, Stefan, eine Taschenlampe. Ich muss jetzt mal genau hingucken. Ich habe mich gar nicht aufs Bild konzentriert jetzt in den letzten Minuten. Stefan, bist du denn jetzt hier auf der Preziosa oder waren wir bei irgendeinem anderen Schiff zu irgendeiner anderen Uhrzeit? Genau, Cruise Vision ist es hier. FV98 schreibt das. Cruise Vision. Genau, von denen kamen immer diese Stellenanzeigen. Und der Sascha fragt, moin, ich suche ein Hotel in der Nähe vom Hafen. Es muss kein 5-Sterne-Hotel sein, aber ein Hostel oder dergleichen auch nicht. Also ich kann dir trotzdem immer die Seemannsmission empfehlen. Also Gin Hotel ist ein 4-Sterne-Hotel, glaube ich. Also Gin Hotel ist natürlich schön. 4 Sterne, ich habe auch keine Ahnung, was heißt 4 Sterne an Zimmerpreisen. Naja, ja, muss man halt mal gucken. Kommt ja auch drauf an, zu welcher Zeit du herkommen willst. Ne? Das Hafengeburtstag ist ist immer sehr abhängig Ausnahmezustand, ne? vom Datum, ne? Ja, ja. Ja, Stefan sagt genau, er ist jetzt auf der MSC auf dem Balkon. Schauen wir doch mal, ob wir dich gleich erwischen. Wo bist du denn, Stefan? Bist du Backbord stehen Sie, schreibt er. Ah ja, okay, Backbord ist ja die Seite, die wir jetzt hier sehen. Ach guck mal, Brigitte ist auch im Chat. Und Hallöchen. Elfi sagt, Elfi sieht jemanden mit der Taschenlampe blinken. Ich muss mal einen Moment auf das Bild starren. Hast du mitgekriegt? Brigitte ist Brigitte ist auch auch im im Chat. Chat. Ja, ja. Brigitte, Hallöchen. moin, moin. 2,49 vom Michael. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und sie sieht gerade das Auslaufen der Mein Schiff 7. Das ist meine Schwester heute gerade runter. Ah, okay. Heckmitte, sagt jemand. Blinkt es. Wir warten mal einen Moment, bis sie näher kommen. 5 Euro Superchat auch nochmal von die Saarpfälzer. Dank Tanja und Paddy sind wir jetzt auch dabei und im Mai wieder in Hamburg. Klasse. Dankeschön. Ach, guck mal, FV schreibt, er arbeitet selber bei TUI und kennt daher die Dienstleister. Jennifer meint, ich soll einfach sagen, welches Schiff ich fahre, dann wird noch mehr spekuliert. Nee, wenn ich das Schiff verrate, dann
Also dann ist das relativ einfach. Also dann kriegt ihr das relativ schnell raus. Ulrich ist jetzt auf dem Fischmarkt Mitglied. Dankeschön. Und der Sachsen-Uwe 5,99. Und für den Hafengeburtstag haben wir auch schon das Hotel gebucht. Für den Hafengeburtstag 26. Wahnsinn. 26, ja. Ach, guck mal hier. Sebastian hat uns das geschickt. Sebastian, ja, ja. Cool, danke. Genau. Also am Heck sehen wir es blinken. Wir warten mal darauf, dass es etwas näher kommt. Dann haben wir hier auf Twitch noch eine Frage. Das wollen wir auch nicht totschweigen. Hirsemeier fragt, wie seht ihr das mit dem CO2-Fußabdruck bei Kreuzfahrten? Ich sage das immer wieder. Ich finde, man muss das durchaus kritisch betrachten. Also Kreuzfahrten sind halt, das ist ein Thema, was Umwelt und Klima angeht. Da sollte man die Augen nicht vor verschließen. Allerdings muss ich auch gestehen, ich bin da nicht so tief drin, was es jetzt wirklich bedeutet, also im Vergleich zu anderen Urlaubsformen. Denn viele Reedereien tun natürlich auch immer einiges, um ja, die Schiffe umweltfreundlicher zu gestalten. Aber es ist durchaus ein Thema, vor dem man die Augen besser nicht verschließen sollte. Also ich will das nicht künstlich schönreden. Jonathan, 5 Euro Superchat. Can you say hello to my dad Colin, who's watching in Norwich, UK? Hello, Dad Colin. Hello. Welcome to our channel and greetings to UK, Norwich. Dann haben wir den Schnulli seit 6 Monaten auf der Reeperbahn. Dankeschön, ein halbes Jahr. Dankeschön. Da kommt sie doch. Bling, bling, ist im Anflug. Ja. Thomas, willkommen auf dem Fischmarkt. Ein neues Mitglied. Dankeschön. Und 5,99 von der Berliner Göre in Sachsen. Sagt, ja, muss man schnell sein. Sind schon fast alle Hotels ausgebucht. Für 26. Obwohl unser Basti, der kommt jetzt auch zum Hafengeburtstag, der hat tatsächlich noch in der Seemannsmission am Michel, es gibt ja 2, ein Zimmer bekommen, relativ günstig, für 6 Nächte 300 Euro. Also das finde ich jetzt bezahlbar. Ja, Sina fragt auch, wann die Kreuzfahrt losgehen soll. Wie gesagt, wir verraten das alles. Nächste Woche, ne? Denke ich, wird das irgendwie denke klappen? mal, wenn das klappt, wenn Fabian da Zeit hat und wir den dann noch mal irgendwie für eine Viertelstunde dazuschalten können oder so. Ja, genau, in der Mitte, da blinkt es. Wir warten mal noch ein bisschen, bis sie hier näher rankommen. Die fahren ja erstmal ein Stück rückwärts raus, fahren also mit dem Heck hier direkt vor unsere Nase. Ja, Struppi schreibt, Preziosa kann sich nicht wie die Nova davon mogeln. Das war gestern in der Tat, Also das das hatten wir noch nicht. Nee. Also wir hatten schon Nebelstreams und wir hatten schon schlechte Sicht, aber das war ja wirklich, war ja gar keine Sicht, ja. also 0, ja, 0. ja. Sag ja, es war das erste Geisterschiff im Hafen, im Hamburger Hafen. Und wir haben es im Stream gehabt. Ja, Ich meine, muss man auch erstmal kriegen, das muss man auch Geisterschiff, erst mal oder? kriegen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja. Big J Norderstedt schreibt auch, irgendwie war das gestern skurril. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also unter normalen Umständen, wenn es nicht Tanjas Geburtstag gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Annette ist seit 7 Monaten dabei. Dankeschön.
Ja, und jetzt dreht sie sich hier mit dem Heck zu uns. Oh, wieder ein Name auf Twitch, den ich nicht aussprechen kann. Sternleerspeyer. Sternleerspeyer. Verschenkt auf jeden Fall 5 Subs. Ganz, ganz lieben Dank. Aber noch eine Fähre. Gucken, ob wir jetzt gleich das Heck etwas größer reinbekommen. Ach, guck mal, dein Nebelkumpel ist auch hier. Mein Nebelkumpel? Ja. Ben? Ja, das war heute Morgen, also auch so skurril wie gestern. Wir waren fest davon überzeugt, dass wir euch richtig schöne Edgar Wallace-Stimmung präsentieren. Der Postbüdel hatte es gestern noch in den Raum geworfen, wir haben die Idee aufgegriffen. Ja, und unterm Strich muss man sagen, hat Paddy wahrscheinlich eine Stunde zu lange geschlafen. Ist wahrscheinlich, aber war schön, ne? Eine Stunde eher und es wäre alles tippitoppi gewesen. Also muss ich das Ganze wohl auf meine Kappe nehmen. Mirko meint, auf dem Cruise Center hat er gestern was sehen können. Ja, auf dem Cruise Center warst du wahrscheinlich ein paar Meter dichter dran als wir von Deck 7. Problem ist, man weiß es vorher halt immer alles nicht so ganz genau. Und gestern haben wir dann ja auch noch, wir haben ja noch Ben und Kirsten erwartet, die waren ja noch da, Schwester Hansen war da und es wäre halt schwierig gewesen, noch schnell umzuziehen zum Cruise Gate. Kyro fragt, warum die Preziosa immer vorwärts an der Pier liegt und nicht so wie die anderen rückwärts. Also zum einen ist das, hat mir mal ein Lotse gesagt, auch eine Präferenz vom Kapitän. Also er sagt zum Beispiel, bei der Queen Mary ist es wirklich so, dass der eine Kapitän es so haben will und der andere Kapitän will es so haben. Dann gibt es aber natürlich auch so Faktoren wie zum Beispiel Landstromanschluss. Das haben wir jetzt in letzter Zeit öfter gehört. Dass deshalb das ein oder andere Schiff lieber halt so rum statt so rum an der Pier liegt. Ja, Schmid sagt auch nochmal, Kreuzfahrer sind viel wendiger als Containerriesen. Sieht man halt hier wieder. Ja, die Kreuzfahrtschiffe, die machen das alles selbstständig, auch rückwärts hier raus. Love Air und Rollercoaster schreibt, leider haben wir auf unserer Tour vom Kapitän nicht viel gehört oder gesehen, außer dass man Selfies mit ihm machen konnte. Aber ich meine, ist so ein Kapitän ein Anschauungsobjekt? Ja. Eigentlich soll der doch zusehen, der soll doch das Schiff fahren. Gibt es dafür nicht auf Kreuzfahrtschiffen auch extra so einen Showkapitän? Also einen, der wirklich quasi der Kapitän ist und einer, der für die Gäste da ist? Dann könntest du dich auch als einer verkleiden. Ja. Aber jetzt sehe ich es nicht mehr blinken am Heck, oder? Ist die Taschenlampe leer oder wir haben aufgegeben?
ich meine, wir haben es jetzt echt schon oft gesehen, ne? Und es ist auch immer wieder toll, oder? Guck mal, Malte haut schon wieder hier einen raus. Vielleicht gibt es nächste Woche einen Nebelstream vom NOK. Dann vielleicht in BRB Brunsbüttel zusteigen. Fragezeichen. Malte, sowas dürfen wir hier nicht im Chat diskutieren. Du weißt doch, der Chat vergisst nicht. Lass mal morgen telefonieren, mein Lieber. Ja, sie lässt sich heute aber gut Zeit. Ist natürlich gut für uns, wenn das nicht so holter die Polter geht. Aber es ist echt mal wieder schön hier draußen, ne? Ja. Also, Kyro fragt, ob die Preziosa jede Woche kommt. Ja, momentan ist das so. Also zumindest jetzt zum Winterfahrplan. wird die nicht irgendwann noch wieder von der Euribia abgelöst oder so? Irgendwie. Letztes Jahr war es so, Ja, dass ne? irgendwann dann die Euribia zumindest über die Sommermonate immer kam. Ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird. Guck mal, MSC-süchtig Berlin sagt, die Preziosa ist das schönste Schiff, was es gibt. So, jetzt haben wir das auch mal erledigt. Finde die auch toll. Sie qualmt halt ordentlich, aber das ist weißer Rauch. Ich muss da jetzt noch mal an die Fachleute fragen. Hat die auch einen Scrubber? Also hat die auch eine Abgasreinigung? Weil das ist ja alles weißer Rauch da oben. Deshalb muss ich mal nachfragen. Kreativ Sushi sagt, MSC Poesia übernimmt dann. Poesia? Okay, also da habe ich noch nicht nachgeschaut. Moritz sagt, nee, bitte kein Nebelstream mehr. Aber Moritz, ich muss dir sagen, ich war auch ein bisschen frustriert. Also gestern Abend. Aber glücklicherweise haben die Mädels so viel gute Laune versprüht und gesagt, komm, wir müssen das jetzt einfach machen. Andreas sagt nochmal, ja, dicker weißer Rauch ist halt Wasserdampf aus dem Scrubber. Also Scrubber sind so Abgasreinigungsanlagen. Und da wird halt ja, also die Abgase werden quasi gewaschen. Ihr könnt das auch mal googeln mit dem Scrubber. Und durch das Waschen dieser Abgase entsteht halt dieser dichte weiße Rauch. Das sieht natürlich nicht schön aus. Ist natürlich auch, sag ich mal, jetzt nicht so das Bild, was eine Reederei gerne sieht. Aber ist in dem Fall auch nicht ganz so dramatisch. Der Whiskyhase haut 10 € Superchat raus. Anzahlung für Schwester Hansen für eine Darstellerrolle bei Traumschiff als Krankenschwester, Oh ja. die Offiziere verrückt macht. Oh ja. Du hast auch Bilder im Kopf, ne? Ja, und ich weiß auch, dass Schwester Hansen da herrlich. sofort dabei ist. Absolut. Sie würde aber wahrscheinlich die ganze Produktion auf Trab halten. Auf jeden Fall. Der Kapitän wird morgens auch erstmal den Kaffee auf die Brücke gebracht kriegen Ja. und alles. Ach, das Schöne ist halt auch, dass bei diesen Schiffen, guck mal, wie sich das alles spiegelt. Herrlich, oder? Das ist einfach so schön. Auch hier auf dem Wasser die Spiegelung. Ja, sie dreht sich aber schon raus langsam. Ist nicht mehr ganz neu, das Schiff. Ich vergesse es immer wieder. Dario schreibt, zoom mal ans Heck, da stehen wir. Okay. Wo Heck? Unten Heck, oben Heck?
dann macht jetzt mal richtig Alarm, damit Macht wir mal das auch Alarm, sehen. tanzt mal euren Namen. Steht ihr oben, steht ihr unten? Kannst du mal ein bisschen auf den Chat Ja, machen, ich mach, ob er noch mal reinschreibt? Ja. Oben oder unten? Also ihr müsst schon ein bisschen hüpfen. Also ich sehe jetzt hier keine genau in der Mitte. Einer sagt oben, einer sagt unten, einer genau in der Mitte. Genau in der Mitte, oben, unten, ja. Wir haben uns stets bemüht. Jetzt dreht sie sich schon. Dario Wittig sagt, wir müssen Position wechseln. Ah, okay. Müssen Sie hier auf die Steuerbordseite Dann kommen. aber husch, husch. Wir wollen jetzt hier noch eine Performance sehen, oder? Der Hans-Jürgen fragt, warum fährt sie rückwärts raus? Also die muss ja jetzt erstmal drehen, die ist ja verkehrt Genau. rum sozusagen reingefahren. Das ist halt immer eine Entscheidung. Manche Schiffe drehen halt morgens, wenn sie reinkommen, und parken dann in der sogenannten Fluchtrichtung. Und andere Schiffe, die drehen halt dann, wenn es rausgeht. Ja, ich entdecke hier aber niemanden großartig winkend und tanzend. Ich möchte jetzt noch mal hier auf das ganze Schiff gehen. Es ist leider halt auch nicht so einfach, immer so einzelne Blinklichter oder einzelne Personen zu erkennen. Für euch ist das immer so ein bisschen ja, einfacher, weil ihr natürlich nur auf den Bildschirm guckt. Ich gucke hier immer noch so auf viele andere Geschichten. Aber wir gehen gleich natürlich noch mal hinten drauf und schauen, ob da jemand noch mal winkt. Ratzfatz, ganz lieben Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen an Bord. Ach, Dominik fährt gleich noch 62. Kommst du denn noch bei uns vorbei? Das wäre ja schön, wenn Dominik noch mal eine Runde... Von wo fährst du denn los? Ja. Von den Landungsbrücken? Dann kann das ja nicht mehr so lange dauern. Guck mal, da habe ich jetzt endlich mal jemanden entdeckt. Auf dem Balkon. Siehst du das? Ja. Da Schwenkblinken. Schwenkblinken Welche? ist Oder gut. jemand. Schwenkblinken.
Gute Reise. Gute Reise, ihr Lieben. Also Dominik fährt 2045 von den Landungsbrücken ab. Katharina, 5,99 Superchat. Dankeschön. Danke. Sie schreibt, verfolge eure Streams schon seit einigen Monaten und finde sie allesamt richtig klasse. Tolles Team hinter der Kamera. Das freut uns sehr. Dankeschön. Katharina, liebe Grüße. Ja, irgendjemand hat geschrieben, zoom mal an die Brücke ran. Ich komme leider bei Dunkelheit nicht näher ran als so. Und das Problem ist natürlich, Brücke ist halt stockduster. Ne? Da sieht man jetzt vielleicht mal einen Monitor, jetzt hier auf der NOC. Aber ansonsten ist da nicht viel zu holen. Das müssen wir mal bei Tageslicht machen, wenn ich dann auch den dicken Eumel als Objektiv habe. Oh, der dicke Eumel. Ist ja ein Der schöner dicke Name Eumel, für ja. das Objektiv. Da komme ich dann Süß. deutlich näher mit ran und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr sehen durch die Fenster hindurch. Und Knut sagt, um 21:10 Uhr fährt er zur Nachtschicht. Also ich finde das ja immer unglaublich, so jemand, der so Wahnsinn. Nachtschicht macht. So, Ja. da gehen wir schon fast ins Bett. Also ich finde das, ich glaube, ich könnte das nicht. Aber das finde ich klasse. Aber höchstwahrscheinlich fährst du ja nicht mit Dominik, ne? Schade. Also Dario schreibt, unter dem MSC-Logo stehen Ja, aber wir. den hatten wir doch gerade. Oder, also ich kann natürlich nochmal hier Ach, guck aufs MSC-Logo gehen, aber das war ja das nicht, der eben. Oder stehen Sie oben direkt an Deck? Meint er vielleicht das mit dem Stern, das Logo, oder meint er das, ja, Ja, ich denke mal, das ist das MSC-Logo, was ich okay. jetzt hier Also wir habe, gucken oder? noch mal. Also wenn du oben an Deck stehst, vielleicht kannst du mal einen Flickflack machen. Und Asterix lässt auch auf Twitch seinen Prime-Sub da. Asterix, Dankeschön. Ist das der gleiche Asterix, den wir bei YouTube haben? Bei Twitch? Ich glaube ja, oder? Ja, ist er. Beim Postbüdel, da gibt es, glaube ich, ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, wir haben mehrere Postbüdels, die nicht gleich sind. Ja, und jetzt gibt sie auch Hackengas. Guck mal, jetzt sehe ich doch da noch mal das Blinken unterm Logo. Das Problem ist natürlich auch so ein bisschen die Latenz, die wir immer haben. Das heißt, guck mal, jetzt winkt er da. Winke, winke. Also wir haben halt schon immer irgendwas zwischen 10 und 15 Sekunden Latenz. Guck mal da unten, da haben wir kreisende, rotierende. Da, über dem MSC-Logo unten. Ah, okay. Jetzt sehe ich es auch. Rotierende Blinklichter, nein, keine Blinklichter, rotierende Dauerlichter. Euch allen eine gute Reise. Wir hatten ja schon mal überlegt, ob wir nicht mal irgendwann sowas einführen wie die Kisscam. Ja, das wäre so cool. Sowas gibt es ja in zum Beispiel amerikanischen Stadien, wo dann, ja, wenn Paare sich im Stadion küssen und die Kamera drauf geht, dass dann so ein Herz kommt und so weiter. Aber ich fürchte, das wird mit dem Suchen und Auffinden der Menschen an Bord. Und dann fährt das Loveboot hier vorbei und spielt den Loveboot-Song. Ja, Das wär's. Also die Idee finde ich nach wie vor. Die Idee irgendwie finde ich ganz süß, super. Aber ich fürchte, die Umsetzung wird eine mittlere Katastrophe.
Oh, was kommt denn da für eine lustige Truppe? Die singen. Ja. Singen sie, weil sie lustig sind? Oder weil sie betrunken sind? Naja, das eine kann ja das andere. Ja, das eine hebt das andere nicht auf, würde ich mal so sagen. Ne? Der Honda verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Honda, ganz lieben Dank. Und Kyro fragt, wie oft in der Woche wird circa live kommen? Ja, unterschiedlich. Also wenn es nach Paddy geht, jeden Tag, aber er will den Zuschauern nicht auf den Nerv gehen. Ich will euch immer nicht nerven. Wenn es an mir ginge jeden Tag. Er wird sich ja selber die Schiffe gerne angucken. Es ist immer so ein bisschen abhängig natürlich vom Wetter und vom Schiffsverkehr und von dem, was so anliegt im Hafen. Also wir hatten schon Wochen, wo wir wirklich jeden Tag live waren, teilweise auch zweimal am Tag. Es gibt aber auch Wochen, wo wir vielleicht nur ein- oder zweimal live sind. Ich hatte ja schon mal überlegt, ob ich mal so eine Challenge mache, in einem Monat jeden Tag einen Stream. Aber die Gefahr ist im Hafen einfach auch zu groß, dass es halt mal Tage gibt, wo nichts passiert oder die halt auch vom Wetter total verregnet sind. Und jetzt nur zu streamen, um zu streamen, finde ich auch nicht so ideal. Also ich finde, so ein bisschen Inhalt sollte das Ganze haben. Also so ein, zwei Schiffchen, die man zeigen kann. Nach Möglichkeit nicht nachts um 4. Wollen wir eigentlich noch auf Dominik warten? Ja, Ja, ne? klar. Ich finde auch. Onkel Jupp hat auch eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Da muss ich jetzt erstmal meine Nase putzen. Und was sagst du denn immer? Nase zuhalten. Nase zuhalten, ja. Einmal Nase zuhalten. So. Achtung. Ich versuche mir schon leise die Nase zu putzen. Haben wir den Dominik auf dem Radar? Wissen wir, auf welcher Fähre er ist? Nee. Vielleicht mag ja irgendein Zuschauer auf dem AIS gucken, wo er sich rumtreibt. Also er müsste ja jetzt gleich von den Landungsbrücken abfahren, wenn er 45 Genau, so gesagt lange hat. kann das eigentlich nicht mehr dauern. Komm, wir gucken noch ein bisschen zu, wie hier geladen und gelöscht wird. Auch immer sehr schön. Wer ist denn das eigentlich? Ist das die Kiel Express oder? Wann ist die denn eigentlich gekommen, dass wir die nicht gesehen haben? Ist sie heute gekommen? Ja, Ich weiß es gar nicht. Ist das die Kiel Express? Ich kann das gerade nicht lesen. Aber es kann auch sein, dass du da mit Ben unterwegs warst, als sie kam. Ja. Quickleger schreibt, ihr macht das klasse, gerade für Leute aus dem inneren Festland. Ja, danke für das Lob. Dankeschön. Danke für das Lob. Wir fühlen uns ja auch eigentlich immer wie aus dem inneren Festland, oder? Und Wir sind auch so Landratten. ich muss dann ja auch immer wieder gestehen, auch wenn ich mich als Hamburger fühle und gerne vortäusche, dass ich ein echter Hamburger bin, aber eigentlich bin ich ein Quitsche. Kann man auch im Herzen eingemeindet werden? Auf Oder jeden Fall. eingebürgert? Ja, das ist die Kiel Express, genau. Guck mal, und von rechts kommt noch was. Da kommt noch irgendwas ganz Düsteres. Gucken, ob wir da noch irgendwas mit der Kamera hinkriegen. Da. Ja, Kerstin schreibt auch, die Kiel Express ist wahrscheinlich im Nebel gekommen. Wahrscheinlich hat die gestern auch mitten im Stream angelegt. Oder? Keine Ahnung, Haben wir gar aber nicht mitbekommen. wenn wir eh nicht mitgekriegt, also hätten wir eh nicht mitgekriegt. Guck mal, AC/DC schreibt, die Kiel Express lag gestern Abend schon da. Ja, Okay. Ihr könnt auch viel behaupten. Ihr könnt viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Ich habe nichts gesehen von dem Schiff. Vielen Dank auch nochmal für die Info. Das hier ist die TMS Antonia, die wir hier sehen. Ute und auch Barbara immer sehr eifrig dabei mit Infos über Schiffen. Dankeschön. Also ich glaube, Ute und Barbara, die haben auch den Wesselfinder auf so einem 100 Zoll Monitor irgendwo Ja, laufen. die wissen das auch mal alles ganz Die genau. wissen Das ist immer, super. Also die sind immer weit vorne.
Hier behaupten noch andere, dass sie gestern schon da war. Ich habe nichts gesehen. Und wenn ich es nicht gesehen habe, dann glaube ich es auch nicht. Die Altona startet von den Landungsbrücken. Dominik ist auf der Altona, oder? Und Altona ist auch eine von den älteren Fähren. Da muss er dann noch einmal Stopp machen am Fischmarkt. Guck mal, die geben richtig Gas wieder beim Laden und Löschen. Welchem Speed die Container da angeben. Ja. Ich finde, das sieht könnte immer so es mir aus, stundenlang angucken. als wenn die Vent-Carrier gleich ins Wasser fallen. Findest du nicht auch? Ja. Ich würde das gerne mal sehen, dass so 5 oder 6 Containerbrücken alle richtig Gas geben. Dass sie alle mega in Action sind. Aber ich fürchte, dafür müssen wir in ein anderes Land. Guck mal, Barbara weiß es ganz genau. Kiel Express kam am 1.2. um 5.55 Uhr an. Ich habe sie nicht gesehen. Gestern habe ich sie nicht gesehen. Peter Ganz schickt nochmal 5 Euro Superchat. Peter sagt alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Danke, Peter. Dankeschön. Peter war doch der auch in Ganz Lust auf genau, Italien ja. war, oder? Dann schauen wir gleich mal, wie die Altona zum Fischmarkt kommt. Reik sagt, Paddy, sag doch mal noch mal bitte, was ein Feeder ist. Also Feeder ist im Prinzip ja ein Zubringerschiff. Das heißt, die großen Routen, ich sag mal jetzt so Europa, Asien, die werden halt von den großen Schiffen gefahren. Und die kleineren Routen, die werden dann halt von sogenannten Feederschiffen genannt. Feeder ist ja übersetzt füttern, zubringen. Und das sind halt meistens Containerschiffe. Ja, die haben in der Regel irgendwas so, was haben die so, 1000 bis 2000 Toy. Teilweise auch ein bisschen kleiner. Wenn die hier in Hamburg sind, klappern die gerne mehrere Terminals ab. Und ja, die fahren dann halt die kleineren Routen. Ne? Also mit der Skalar bin ich ja zum Beispiel nach Finnland gefahren. Da waren wir dann auch in kleineren Häfen, wo die großen Containerschiffe gar nicht anlegen können. Ja, ist also im Prinzip ein Zubringer. Und jetzt mache ich mal den schnellen Turn hier, damit wir gleich auch nicht den Dominik verpassen. Ich glaube, der ist nämlich schon am Fischmarkt. Zumindest sehe ich da eine Fähre mit einem grünen Bug. Das kann er sein. Ja, einen Tacken heller machen wir es mal. Da kommt er. Begrüßt Dominik, den Ist denn Schiffsfahrer. Dominik heute unser Close-Out? Ja. Ups. Ah, guck mal. Dominik macht noch Lichthupe. Sehr cool. Da mit dem dicken Suchscheinwerfer. Na, den bräuchtest du mal. Wenn ich den hier hätte, dann gibt es Beschwerden, weil ich gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr Auf jeden vornehme. Fall. Und dann bist du nämlich weg vom Hafen. Eigentlich bräuchte der so einen Scheinwerfer, der vorne unter Wasser leuchtet. Dass die Bugwelle so ein bisschen angeleuchtet wird. Das wäre cool. Attacke, liebe Grüße Dominik Liebe Grüße. und dir eine angenehme und ruhige Schicht.
Gute Fahrt und nachher schön Feierabend. Und dass nicht versehentlich Schwester Hansen gleich zuschaltet. Oh mein Gott. Ist das ihr Loveboat oder was? Nee. Aber sie könnte daraus das Loveboat machen. Das ist ja das Schlimme. Aber die Blankenese ist ja so ähnlich. Ja, das stimmt. Dem Dominik könnt ihr natürlich auch auf Instagram folgen. Ja, vielleicht könnt ihr mal den Link reinposten, ihr lieben Mods. Ja, also, Oder ihr Wichtelchen vom Hafen. wenn ihr euch so ein bisschen bedanken wollt bei den Protagonisten, die im Hafen immer so ein bisschen Action machen, bei Hamburg Hafen Live, dann ist es ganz toll, wenn ihr denen vielleicht auf Instagram folgt. Das ist so das, wo eigentlich die meisten sind, ne? So, jetzt bin ich hier wieder auf der Kiel Express. Ja, was meinst du? Ja, ich würde mal sagen, Soll ich mal unser kleines Funzellicht anmachen, ja. damit wir uns noch mal zeigen können und hier nicht wieder jemand denkt, wir wären eine KI. Gab's alles schon. Also wenn wir eine KI wären, können wir ja vielleicht an uns noch was verbessern, meinst du nicht? Verbessern kann man immer was. Oh, warte mal, ich muss mal hier am ISO drehen. So. Soll ich uns mal groß reinholen oder Bild in Bild? Nein, groß. Wie du möchtest. Ja. Ja. Oh, hier mit meiner Polarjacke sehe ich aber auch aus, wie als wenn ich dreimal du bin. Ja. Also, aber ich habe auch, was ich da auch alles drunter habe. Wie gesagt, ich friere überhaupt nicht. Also absolute Polarausrüstung. War doch ein schöner Tag. Absolut. Mit Ben heute Morgen. Eine Also so richtig früh schöne aufstehen Tour. hätte ich zwar jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Ja, War in Ordnung. eigentlich hätten wir noch früher aufstehen müssen. Ja. Aber das wäre dann auch egal gewesen. Falls ihr das nicht gesehen habt, heute Morgen der Walk, schön Speicherstadt bis zum Hafen. War eine sehr schöne Tour. Leider ja, hatten wir mal uns da parallel in mein Nebel Handy gucken. gewünscht und der ist dann echt innerhalb der ersten Viertelstunde vom Stream hat sich der Nebel dann in Wohlgefallen aufgelöst. Auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass ihr diesen Tag mit uns hier im Livestream auf Hamburg Hafen Live verbracht habt. Vielen Dank, dass ihr auch wieder so mega aktiv wart im Chat, dass ihr uns unterstützt habt, vor allem mit Informationen, dass ihr auch untereinander euch immer aushelft. Es ist ja nicht immer so einfach, wirklich alles zu lesen und auf alles zu antworten. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn der Kanal wächst. Da kriegt man leider nicht mehr alles mit, ist aber überhaupt nicht böse gemeint. Vielen Dank auch für eure finanzielle Unterstützung, wo ihr den Kanal mit so unterstützt, dass wir halt auch unheimlich viel Zeit da reinstecken können. Von daher ganz lieben Dank an alle, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, eine gespendet haben oder die vielleicht auch einen Superchat auf YouTube dagelassen haben. Und genauso geht natürlich auch ein dickes Dankeschön an die ganze Twitch-Gemeinde drüben. Da nennt sich das Ganze dann Bits. Das ist im Prinzip das gleiche wie ein Superchat. Und die Subs, die sind dann das gleiche wie eine Mitgliedschaft. Euch auf jeden Fall ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und natürlich die Besucher vor Ort, ne? Darf man ja Vor auch Ort, nicht vergessen, Regina. die sich hier regelmäßig den Punkt abfrieren. Regina wartet darauf, dass der Halunderjet bald Ja. wieder fährt. Ja, kommt. Wann geht's los? 27. 27. Februar? März. März. Oh, das ist ja noch lange hin. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut. Und bis bald. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben.